Ganz grundsätzlich habe ich euch, wie Krimo schon erklärt hat, ein Beispiel mitgebracht dafür, wie wir in unserer Praxis eine Knowledge Base aufgebaut haben in Confluence. Es ist eben tatsächlich eine Knowledge Base, die wir für unser Team sozusagen aufgebaut haben. Kurz im Hintergrund, wir betreuen verschiedene Collaboration Tools, darunter eben auch Jira und Confluence, aber eben auch andere Tools, und versuchen eben viele Fragestellungen, die User haben könnten, in Knowledge Base Artikeln zu dokumentieren. Also sowas wie, welche Berechtigungen brauche ich, um irgendetwas Bestimmtes tun zu können, oder welche verschiedenen Lizenzarten gibt es bei irgendeinem Tool, oder was ist ein Best Practice für irgendeinen Anwendungsfall. Solche Themen. Und da haben wir eben nach einem praktischen Format gesucht, um diese Informationen bereitzustellen. Ich habe auch hier einmal kurz aufgelistet, was so die Zielsetzung war, als wir diese Knowledge Base erstellt haben. Also zum einen ging es eben darum, dass wir verschiedene Themenkomplexe abbilden. Damit meine ich eben die verschiedenen Tools, die wir betreuen. Natürlich soll die Knowledge Base auch möglichst ansprechend sein optisch, denn ich meine, wir kennen es ja alle, eine optisch ansprechende Seite wird halt viel, viel eher gelesen als eine super kahle, super simple, weiße Seite, sag ich mal. Ja. Genau, und natürlich soll es auch für die User möglich sein, möglichst schnell und einfach die Informationen zu finden, die sie suchen. Aber auf der anderen Seite für diejenigen, die da eben die Inhalte bereitstellen, also die Autoren, sage ich jetzt mal, auch für die sollte es natürlich möglichst simpel sein, da neue Knowledge Base Artikel zu schreiben, ohne dass es jetzt jedes Mal irgendwie besonders viel Aufwand bedeutet, dass man sich jedes Mal Gedanken darüber machen muss, wo lege ich das jetzt hin, oder welche Label muss ich vergeben oder ähnliches. Ich habe das vom Prinzip her so aufgebaut, dass ich euch immer Screenshots zeige von den verschiedenen Seiten und dann erkläre ich darauf folgend, welche Makros ich verwendet habe, um die Seite aufzubauen. Ganz am Ende gehen wir vor allem auch noch mal einmal kurz darauf ein, welche dieser Makros sind sozusagen Confluence Standard und welche Makros haben wir nur zur Verfügung, weil wir eine zusätzliche App aus dem Marketplace installiert haben. Ich nehme schon mal vorweg, es sind tatsächlich nur 2 zusätzliche Apps, die zumindest mal für Confluence Server beide kostenfrei sind, bei Data Center dann schon nicht mehr. Genau, und grundsätzlich ist auch zu sagen, alles, was ich hier zeige, ist auch rein mit Confluence Standardmitteln umsetzbar. Das zeige ich auch ganz am Ende auch nochmal kurz. Da habe ich ein paar Beispielseiten gemacht, wie es dann aussehen würde. Die Funktionen sind im Grunde die gleichen, es sieht halt einfach ein bisschen anders aus. Genau. Das hier ist das Benutzerhandbuch unserer Firma. Das ist ein Confluence-Bereich, der ist für alle Mitarbeiter freigegeben, und in dem werden sämtliche Informationen dokumentiert, die für die Mitarbeiter relevant sind. Ihr seht schon, da gibt es verschiedene Themencluster, also angefangen bei HR-Informationen, sowas wie, was muss ich tun, wenn ich krank bin, wo melde ich mich krank, oder wie reiche ich eine Reisekostenabrechnung ein oder solche Themen. Dann gibt es auch ein paar Informationen vom Empfang und von der Haustechnik. Die Office-IT hat da auch eine große Wissensdatenbank drin zu Themen wie WLAN oder VPN, solche Themen. Und ganz rechts seht ihr eben unsere Tools Knowledge Base. Das ist die ich euch heute vor allem finden möchte. Genau. Und jetzt vielleicht schon mal direkt der erste Praxistipp. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wann immer ich eine Frage kriege, zu der ich irgendwo mal eine Doku geschrieben oder gesehen habe, verlinke ich mit der Antwort die Doku, damit die Menschen lernen, dass es diesen Bereich gibt und dass sie hoffentlich irgendwann wissen, dass sie da einfach auch reingehen und selber suchen können. Aber ich versuche dann eben auch wirklich meine Antworten möglichst kurz zu halten und immer auf irgendeine Doku-Seite, die ich in der Regel auch habe, zu verlinken. Was natürlich auch mir Zeit erspart, wenn ich die Antwort nicht jedes Mal nochmal neu formuliere und nochmal neu in irgendeinen Stack-Channel poste beispielsweise. So, genau, wie ist diese Seite aufgebaut? Hier oben seht ihr diesen gelben Balken. Das ist ein Panel-Makro. Also einfach eins von den Standard-Makros, die es in Confluence gibt.
Ihr werdet das auf jeder der folgenden Folien sehen, weil ich es auf jeder meiner Confluence-Seiten einbinde, mindestens einmal. Das ist mein absolutes Lieblingsmakro. Ich verwende das überall. Das macht jede Confluence-Seite direkt viel, viel ansprechender. Was das Panel letztendlich macht, ist, einen Kasten in einer Seite einzufügen, den man dann mit Inhalt füllen kann. Das kann Text sein, das kann eine Auflistung sein, das kann ein Bild sein, das kann aber auch ein anderes Makro sein beispielsweise. Auch diesen Kasten, diese Kästen hier unten, also diese Kacheln, auch das sind in ihrem äußeren Panel, mit dem Unterschied, dass hier oben ein Titel eingetragen wurde. Das macht man in der Panel-Konfiguration. Und in dem Moment, wo man dem Panel einen Titel hinzufügt, wird oben dieser zusätzliche Rahmenkasten, sag ich mal, oben dieser Block eingefügt. Wenn man den weglässt, den Titel, dann bleibt auch der Block, wird halt gar nicht erst hinzugefügt. Also bleibt es nicht immer so ein leerer, hässlicher Block. Und das Schöne bei dem Panel ist, man kann den Rahmen einfärben und die Dicke verändern. Man kann den Hintergrund der Box an sich einfärben. Man kann den Hintergrund des Titels einfärben und man kann auch die Farbe des Titels einfärben, wie ihr hier seht. Und ich verwende das zum Beispiel auf so gut wie jeder Seite für das Inhaltsmakro. Das heißt, ich füge in der Regel oben rechts auf meiner Seite füge ich ein Panel ein, schreibe in den Titel Inhalt, färbe das noch hübsch ein mit irgendwelchen Corporate Colors und dann kommt das Inhaltsmakro in dieses Panel. Und schon ist das Inhaltsverzeichnis halt irgendwie viel, es ist viel präsenter, es ist viel schöner anzusehen, sag ich mal, so blöd das auch klingt. Und das macht halt einen riesen Unterschied für die ganze Seite eigentlich. Und man kann eben sämtliche Inhalte irgendwie in Panel verpacken und es sieht immer besser aus. Das verspreche ich euch. So, wie gesagt, hier unten, diese Kacheln sind eben auch alles Panel. Ihr seht hier, ich habe das immer so ein bisschen eingerückt. Das symbolisiert quasi, wie die verschiedenen Makros, die ich verwendet habe, ineinander verschachtelt sind. Ich fange jetzt mal unten an. Das ist, wie gesagt, das Panel und darin habe ich ein Makro eingefügt, das nennt sich UI-Image. Das ist schon das erste Makro, das tatsächlich nicht im Confluence Standard verfügbar ist. Tatsächlich könnte man hier auch einfach ein normales Bild einfügen. Der Unterschied bei dem UI-Image ist diese graue, hervorgehobene, dieser Schriftzug, der davor liegt, diese Tagline. Das ist alles, was dieses UI-Image-Makro macht. Hinter diesem Bild liegt ein Link, aber auch das kann man mit dem normalen Einfügen von Bildern in Confluence erreichen. Dann seht ihr ja, dass ich hier 5 Kacheln nebeneinander habe. Das heißt, ich habe hier 5 Spalten, die ich befülle. Wenn ihr mit dem normalen Seitenlayout von Confluence arbeitet, dann habt ihr maximal 3 Spalten zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr auf dieses Makro-Duo umsteigen. Denn Section und Column, die gehören immer zusammen. Ihr fügt quasi für jede Spalte, die ihr auf eurer Seite nebeneinander haben wollt, fügt ihr ein Column-Makro ein. Und alle Column-Makros werden dann von dem Section-Column quasi eingeschlossen. Und erst dann funktionieren sie auch. Und dann kann man eben für jede Spalte sagen, wie breit die sein soll, kann das eben individuell einstellen und dann eben solche Ansichten schaffen. So, in der Mitte seht ihr hier noch dieses Shared Block Makro. Das die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Makro Seite einschließen. Damit kann ich auf einer Confluence-Seite den Inhalt einer anderen Confluence-Seite einbinden, sodass ich auf der Seite, die ich eben einbinde, die Inhalte pflegen kann und die werden eben immer aktualisiert auf der Seite, wo ich das eingeschlossen habe, auch entsprechend angezeigt. Das heißt, ich muss die Inhalte nur an einer Stelle pflegen, kann sie aber an mehreren Stellen wiederverwenden. Funktioniert aber eben im Standard nur mit der kompletten Seite. Mit diesem Shared Block Makro, was eben nicht Standard ist, kann man eben auch einzelne Blöcke von Inhalten einer Confluence-Seite einschließen und diese dann auf einer anderen Seite wiederverwenden. Das Schöne ist, ich kann auch auf einer Seite, wie hier zum Beispiel, mehrere Blöcke zu einem Shared Block machen. Also jede dieser Kacheln hat einen solchen Shared Block. Und dann ermöglicht dieses Makro mir, dass ich jedem Block ein Label vergebe, ein Stichwort, ein Namen, wie auch immer. Zum Beispiel heißt wahrscheinlich dieser erste Block HR und der letzte Block heißt Tools. Und dann kann ich eben, wenn ich auf einer anderen Seite diese Inhalte einschließen will, ganz gezielt den jeweiligen Block ansprechen. So, dann seht ihr hier oben noch, dass ich da das HTML-Makro verwendet habe. Das dient wirklich rein der Formatierung. Beispielsweise ist es so, dass bei einem Panel standardmäßig der Text oben im Titel beispielsweise linksbündig ist.
Und das kriegt man eben so auch nicht aus dem Makro heraus selber geändert. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt so ein HTML-Makro auf einer Seite oben einfügt, dann kann man da eben an der Formatierung noch einiges machen. Und beispielsweise auch die Schriftgröße von dieser Tagline in dem UI-Image ist darüber noch mal ein bisschen verändert worden. Genau. So, dann kommen wir jetzt zu der Startseite von der Tools Knowledge Base, die ich euch jetzt ja hauptsächlich eigentlich zeigen möchte. Denn das ist ja unsere Knowledge Base, in der wir die Inhalte über unsere Tools zur Verfügung stellen. Und ihr seht hier schon, ganz oben links ist der gleiche, quasi das gleiche Kästchen, die gleiche Kachel wie auf dieser Seite vorher hier, ganz rechts. Weil ich nämlich auf dieser Seite den Block aus der Vorseite eingeschlossen habe. Das heißt, wenn ich jetzt diese Tagline zum Beispiel ändern möchte oder eben oben den Titel ändern möchte, dann muss ich das nur an einer Stelle machen und das übernimmt er eben automatisch hierhin. Es sieht nur aus dem Grund ein bisschen anders aus, weil dieser Block auf dieser Seite hier einfach mehr Seitenbreite zur Verfügung hat, als auf der Seite vorher, wo ich ja 5 kleinere Spalten gemacht habe. So, und dann seht ihr darunter, dass wir da mit Tabs arbeiten. Das heißt, es gibt für jedes Tool einen Tab und darunter dann verschiedene Kategorien, also beispielsweise Account und Berechtigung, also so Themenkategorien und immer in dem jeweiligen Kasten der Themenkategorie dann die verschiedenen Wissensartikel, die zu dem Thema passen. Und das Gleiche haben wir eben für jedes Tool. Ich habe jetzt hier als Beispiel noch das Confluence-Tab eingeblendet oder beispielsweise Miro. Und ihr seht eben schon, ich habe im Grunde die Kategorien, wo es ging, einheitlich gehalten, also beispielsweise Account und Berechtigung, Administration gibt es und Navigation und Suche habe ich sowohl bei Jira als auch bei Confluence. Aber natürlich habe ich zum Beispiel unten links die Box Bereiche, Seiten und Blogs. Macht natürlich nur bei Confluence Sinn. Bei Jira habe ich dafür ein Blogprojekt zum Beispiel. Das heißt, ich habe einfach versucht, diese Gesamtliste an meinen Artikeln irgendwie übersichtlich zu strukturieren. Weil wenn ich jetzt an dieser Stelle beispielsweise alle Artikel, die ihr jetzt hier seht, einfach in einer langen Liste untereinander schreiben würde, dann würde da kein User irgendwas finden, was er sucht. Das menschliche Auge, ich glaube, es beschränkt sich sogar irgendwie auf 7 Einträge, die man sinnvoll erfassen kann in einer Liste. Das heißt, eigentlich ist hier teilweise auch immer noch zu viel drauf. Aber so ist es eben schon mal deutlich einfacher für den User, wenn er sich schon mal nach Themenblöcken orientieren kann. Und dann kann er in einer kleinen Liste gucken, okay, wo ist jetzt da vielleicht der Artikel, den ich gerade suche. Genau. Ich komme hier direkt mal zu dem, genau. Ein Hinweis noch. Ihr seht ja hier diesen Aufbau von oben in den Tabs habe ich die Tools. Dann habe ich darunter diese verschiedenen Themencluster und darunter kommen meine Knowledge Base Artikel. Und das spiegelt sich auch in meinem Seitenbaum wieder. Hier auf dieser Ebene seht ihr die Tools Startseite. Darunter habe ich dann eine Unterseite für jedes Tool. Darunter wiederum für jede Themenkategorie eine Seite und darunter kommen dann die Artikel. Genau. Ja, so wie ist diese Seite hier aufgebaut, diese Startseite? Oben links habe ich ja schon erwähnt, habe ich dieses Include a Shared Block Makro, was quasi das Gegenstück ist zu dem Shared Block Makro. Rechts daneben seht ihr, wie versprochen, weitere Panel. Dann habe ich oben rechts noch eine Page Tree Search eingebunden, die ermöglicht es, alle Unterseiten einer Seite zu durchsuchen. In diesem Fall würde also diese Suche sämtliche Seiten, die unter der Tools-Seite liegen, durchsuchen. So, und jetzt kommen wir zu dem großen Block hier unten. Ich fange mal an mit den UI-Tabs bzw. UI-Tab. Das funktioniert sehr, sehr ähnlich zu diesem Section-Column-Duo, was wir da eben gesehen haben. Für jeden Tab, den ich hier habe, also Jira, Confluence, Meistertask, DocuSign, füge ich ein UI-Tab-Makro ein. Und alle UI-Tabs muss ich dann mit einem UI-Tabs-Makro einschließen, damit sie eben ineinander greifen und nebeneinander dargestellt werden. Auch hier habe ich wieder einen Shared Block eingefügt, und zwar jedes einzelne Tab ist in einen Block eingefasst, weil ich nämlich dann die jeweilige Toolseite bei meinen Unterseiten auch nochmal wieder verwende. Also zum Beispiel sieht man, wenn man auf die Jira-Unterseite gehen würde, würde man genau diese Ansicht sehen, die ihr jetzt hier seht im Hintergrund, nur ohne die ganzen anderen Tabs. Hat den Vorteil, dass auch meine Unterseiten, auch wenn
sie vielleicht niemals jemand besucht, das weiß ich nicht. Aber dass auch die Unterseiten einen sinnvollen Inhalt haben. Ne? Die haben alle eine Übersicht über das, was darunter liegt. Und ich muss sie ja auch nicht doppelt pflegen, dadurch, dass ich das ja über diesen Shared Blog löse. Das heißt, ich hatte da nicht wirklich mehr Aufwand und ich habe keine leeren Seiten, die, wenn ein User drauf landet, dann irgendwie nirgendwo hinführen. Das ist ohnehin etwas, was ich versuche zu vermeiden in sämtlichen Dokumentationen, die ich so aufbaue, ist, dass ich niemals irgendwo leere Seiten habe. Und wenn ich eine Seite anlege, die quasi nur als Ordner für andere Seiten dient, dann mache ich da zumindest mal ein Makro Anzeige untergeordnete Seiten drauf, damit da zumindest irgendeine Art von Navigationselement ist. Und natürlich schließe ich dieses Anzeige untergeordneter Seiten Makro wieder in ein Panel ein, ist ja klar. Soll ja schön aussehen. Okay, so. Ich gehe noch mal einmal kurz zurück, damit ihr das besser sehen könnt. Auch hier habe ich wieder mit Section und Section und Column gearbeitet. Also jeder einzelne Kasten hier ist quasi in einer Spalte, beziehungsweise die zweite Reihe an Kästen, also ab Integrationen in diesem Fall, beginnt schon wieder das neue Section Column. Section Makro, Entschuldigung, boah. Das neue Section Makro. Genau. So, dann dieser Kasten an sich ist natürlich auch einfach nur ein Panel, in dem Fall ein sehr schlichtes. Die jeweilige Kategorie ist als Überschrift formatiert und die Seiten darunter, also die eigentlichen Wissensartikel, die habe ich mir hier mit dem Makro Content by Label, beziehungsweise im Deutschen heißt es Inhalt nach Stichwort, zusammengezogen, sodass ich diese Übersicht eben in keiner Weise manuell pflegen muss. Also sobald ich einen neuen Wissensartikel hinzufüge, wird der hier automatisch mit aufgelistet, wenn ich ihn richtig anlege. Aber das mache ich alles über Vorlagen, deswegen passiert da auch kein Fehler. Also jede Seite wird automatisch richtig angelegt und landet in dieser Übersicht, ohne dass ich da manuell irgendwas noch tun muss. Darunter habe ich immer so einen kleinen Show More Link. Den habe ich aus dem Grund eingefügt, weil ich bei dem Content by Label Makro, da kann man quasi einstellen, wie viele Ergebnisse das maximal anzeigen soll, damit die Listen nicht zu lang werden. Das habe ich auf 10 eingestellt. In der Regel kommen wir hier nicht auf mehr als 10 Seiten pro Kategorie, aber falls es dann doch mal der Fall ist, wird es quasi da abgeschnitten. Und dann können die User eben auf Show More gehen, kommen auf die jeweilige Unterseite der Kategorie und da sehen sie dann eben die Gesamtliste der Kategorien der Artikel in dieser Kategorie. Genau. Und darunter habe ich noch diese FAQ-Button, die führen auf eine FAQ-Seite zu der jeweiligen Kategorie. Und das ist natürlich auch kein Conference-Standard. Das ist ein Makro, das nennt sich UI-Button. Da kann man eben diverse kleine Button konfigurieren, die dann gewisse Farbkombinationen haben und vorne so ein kleines Icon davor. Ist eine reine Spielerei. Ne? Also ich hätte auch einfach einen Link dahin machen können, wie darüber in der Zeile mit Show More. Genau. Auch auf dieser Seite gibt es wieder, seht ihr oben rechts, ein HTML-Makro. In diesem Fall sorgt das dafür, dass diese Tabs hier oben entsprechend schön eingefärbt werden. Die sind normalerweise relativ schlicht, irgendwie weiß gehalten, glaube ich. Und das HTML sorgt eben dafür, dass die gelb sind, wenn sie angewählt sind, dass sie eben diesen Grauton haben, wenn sie nicht angewählt sind. Und wenn man mit der Maus drüber hovert, dann werden die auch schon gehighlightet. So, ich habe euch das noch einmal, bitte nicht erschrecken, in der Editiervariante der Seite mitgebracht. Das sieht dann so aus und das geht noch sehr, sehr viel weiter. Ihr seht schon, da ist ein Makro in dem nächsten verschachtelt, immer weiter, immer weiter. Ich habe es auf der nächsten Seite auch nochmal herangezoomt. Ihr seht hier schon, das fängt ganz oben an mit den UI-Tabs und da sind eben alle Tabs, die dann irgendwo weiter unten kommen, sind da eingeschlossen. Ja, in der dritten Ebene kommt das Tab. Darüber sitzt der Shared Blog, weil ich ja immer das ganze Tab einschließen möchte. Und die Details gucken wir uns jetzt mal auf der nächsten Seite an. Dann kommt eben das Section und Column Makro, wo ich die Spalten bilde für die einzelnen Themenkomplexe. Und dann, wie gesagt, hier unten das Panel mit dem Inhalt nach Stichwort Makro und dieser kleine UI-Button. Ganz unten in Klammern seht ihr noch einen kleinen Geheimtipp. Das ist der Nested Makro Highlighter. Das ist das, was mir hier auf dieser Seite die Ränder der Makros einfärbt. Weil, wie ihr seht,
wenn man da so viele Verschachtelungen hat, dann wird das irgendwann super unübersichtlich. Man sieht gar nicht mehr, okay, welcher Rahmen gehört denn jetzt zu welchem Makro. Und dann, wenn ihr das googelt, dann findet ihr quasi so, das ist einfach nur ein Lesezeichen, ein Bookmark, das ihr euch in eure Lesezeichenleiste reinziehen könnt. Und dann klickt man da drauf, wenn man im Bearbeitungsmodus einer Seite ist. Und dann highlightet das eben die ganzen Ränder entsprechend. Und das hilft einem durchaus an der einen oder anderen Stelle da den Überblick zu behalten. Okay, hier einmal das Inhalt nach Stichwort Makro im Detail, einfach weil ich das an sehr vielen Stellen verwende. Das funktioniert eben so, dass ich gewisse Stichwörter angebe und wenn eine Seite diese Stichwörter hat, dann wird sie eben in der entsprechenden Liste angezeigt. Grundsätzlich kann man da auch weitere Filter hinzufügen bei diesem Makro. Beispielsweise seht ihr hier unten auch, dass ich auch nach dem Bereich eingefiltert habe. Also ich möchte hier natürlich nur Seiten anzeigen, die in diesem Benutzerhandbuchsbereich liegen und nicht aus irgendwelchen anderen Seiten, anderen Bereichen, die zufällig auch das Label Jira haben beispielsweise. Und ihr seht eben auch, dass ich hier mehrere Filter für Stichwörter hinzugefügt habe. Das liegt an der Logik der Abfrage, die hinter diesem Makro liegt. So wie es jetzt aufgebaut ist, werden die verschiedenen Label-Filter quasi mit einer Und-Verknüpfung verbunden. Das heißt, jetzt auf der linken Seite, dieses Makro filtert, also der Filter sagt im Grunde, zeige mir alle Seiten, die im aktuellen Bereich liegen und die das Stichwort Jira haben und das Stichwort KB-Caps und das Stichwort Administration, aber nicht das Stichwort FAQ-Caps. Das ist hier oben das mit dem Minus davor. So funktioniert der Filter, der dahinter liegt. Und auf der rechten Seite beispielsweise, und da seht ihr jetzt den Unterschied, da besagt der Filter, zeige mir alle Seiten im aktuellen Bereich, die das Stichwort Confluence haben, die nicht das Stichwort FAQ-Caps haben, die das Stichwort KB-Caps haben und die entweder das Stichwort Navigation oder das Stichwort Suche haben. Das heißt, wenn ich die quasi in einem Filter einbaue, dann macht er da eine Oder-Abfrage draus. Und das macht natürlich einen entscheidenden Unterschied, wenn man so einen Komplex aufbaut, wie ich den jetzt hier aufgebaut habe. Ja, genau. So, hier ist einmal das Ergebnis dieser Page-Tree-Search, die ich da eingebaut habe. Da habe ich jetzt einfach mal nach dem Wort Berechtigung gesucht, um einmal zu zeigen, wie das dann so aussieht. Funktioniert genau wie die große Suche oben auch, nur dass es halt eben auf einen konkreten Seitenbaum beschränkt ist, was natürlich die Suchergebnisse verringert in ihrer Anzahl. Hier vielleicht ein kleiner Exkurs zur Suche allgemein. Bei der Suche kann man mit Filtern arbeiten. Man kann da beispielsweise nach Bereichen filtern, man kann nach Bearbeitern filtern, man kann nach Labels filtern. Und gerade dieses Thema Label wird sehr, sehr oft vernachlässigt in Confluence. Es ist durchaus hilfreich, wenn man einer Seite passende Label mitgibt. Zum einen, weil man dann mit so Dingen wie dem Content by Label Makro arbeiten kann, aber eben auch, weil die User dann die Möglichkeit haben, in der Suche beispielsweise nach Labeln zu suchen. Oder auch einfach ihr selber in der Lage seid, nach Labeln zu suchen, weil ihr wisst ja in der Regel, dass ihr irgendwie sinnvolle Label vergebt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich suche auch ganz oft meine eigenen Seiten. Und wenn ich dann da eben nach entsprechenden Labels suchen kann, hilft mir das natürlich auch. Genau. Vielleicht noch ein anderer Tipp zur Benennung von Confluence-Seiten. Auch die Benennung spielt natürlich eine große Rolle. Ne, die Suche, die durchsucht den Titel der Seite und die durchsucht den Inhalt der Seite, inklusive diverser Anhänge, die Confluence lesen kann, also beispielsweise PDF-Dateien oder Excel- oder Word-Dateien. Und dann liegt halt ein gewisser Algorithmus hinter. Das heißt, er zeigt zum Beispiel erst alle Seiten an, die das entsprechende Suchwort im Titel tragen. Und wenn man jetzt so eine Suche aufruft und nach irgendeinem Begriff sucht, dann ist es natürlich durchaus hilfreich, wenn der Titel der Seite möglichst sprechend ist und beschreibt, was auf der Seite für Inhalte zu finden sind. Wenn man jetzt Seiten erstellt, die Berechtigungen heißen oder VPN und sonst überhaupt keine weitere Information, dann wird euer Confluence da wahrscheinlich hunderte Seiten finden und dem User ist halt gar nicht geholfen. Das heißt, da kann man eben auch den Usern die Tipps an die Hand geben, einfach ein bisschen darüber nachzudenken, was ein sinnvoller Titel für eine Seite wäre, damit es die Suche nach dieser Seite eben auch vereinfacht. Das hier ist jetzt ein Beispiel für einen der Knowledge Base Artikel, damit ihr mal seht, wie ich diese aufbaue. Ich habe da jetzt keine wahnsinnige Struktur in meinen Artikeln.
weil die Inhalte auch so unterschiedlich sind. Am Anfang habe ich das versucht, auch den ganzen Körper der Seite irgendwie gleich aufzubauen, aber dafür sind die Inhalte einfach zu unterschiedlich. Das heißt, davon habe ich irgendwann abgesehen. Was ich aber immer auf jeder Seite habe, sind oben diese 2 Panel. Auf der linken Seite das Info-Panel, wo ich eine ganz kurze Zusammenfassung über den Inhalt der Seite reinschreibe, und oben rechts das Inhaltsmakro in einem Panel, wo dann eben die Überschriften angezeigt werden, die auf der Seite zu finden sind. Wenn ich jetzt tatsächlich mal eine Doku-Seite erstelle, die so kurz ist, dass ich da kaum Überschriften drin habe, dann nehme ich das auch raus. Dann lasse ich jetzt auch nicht den leeren Panel-Block da stehen zum Beispiel, weil das sieht dann auch doof aus. Aber zumindest habe ich den dann immer schon da und ich muss eben nicht dran denken, den anzulegen, wenn ich eine neue Seite erstelle. Und vor allem muss ich nicht jedes Mal mich daran erinnern, wie war jetzt der Farbcode zum Beispiel. Das habe ich alles in meinen Vorlagen hinterlegt, auf die ich auch gleich mal zu sprechen komme. Genau, darunter kommt dann der eigentliche Inhalt. Ganz unten auf jeder Seite habe ich das, was ihr oben rechts in der Ecke seht, nämlich diesen Kasten mit Links zu verwandten Seiten. Da lasse ich Seiten mit verwandten Inhalten darstellen. In diesem Fall tatsächlich aber toolübergreifend. Also ihr seht hier schon auf dieser Seite Favoriten in Confluence, die habe ich in der Kategorie, also im Tab Confluence, der Kategorie Navigation und Suche zugeordnet. Bei den verwandten Seiten werden aber eben auch Seiten zum Thema Jira, Suche und Navigation zum Beispiel angezeigt. Weil ich eben dachte, wenn man da schon mal ist, dann kann es durchaus auch relevant sein, sich ein passendes Thema aus einem anderen Tool anzuschauen. Gerade bei Jira und Confluence gibt es da ja doch eben sehr viele Verbindungen. Und links seht ihr eben noch die Stichwörter, die an dieser Seite dranhängen. Da ist zum einen HelpKB, was tatsächlich mehr so ein Überbleibsel ist. Das war nämlich unser Stichwort für die Verbindung zum Jira Service Management. Also anfangs hatten wir unser Helpdesk auf Jira Service Management, jetzt inzwischen haben wir es nicht mehr, deswegen sage ich, es ist ein Überbleibsel. Aber das funktioniert ja im Grunde so, dass man in Jira im Service Management dann ein Label angibt und die Seiten mit dem Label tauchen dann eben in dem Helpdesk in der Suche zum Beispiel auf, wenn man dann nach Begriffen sucht. Dafür war dieses Label gedacht. So, und dann haben die Seiten alle das Label Tools. Das jeweilige Tool kriegt ein Label, in dem Fall Confluence. Die Kategorie kriegt ein oder mehrere Label, wie hier zum Beispiel Navigation und Suche. Und dann habe ich überall noch das Label KB Caps dran, damit einfach, wenn ich an anderen Stellen nochmal irgendwie nach diesen Seiten filtere, dass ich immer ein Label habe, was mir genau diese Seiten halt anzeigt. Genau. Hier noch einmal, welche Makros dahinter liegen. Das sind oben wieder die beiden Panels. Und die Liste mit den verwandten Seiten ist wieder das Content by Label Makro, nur dass ich hier im Grunde eben das Label mit dem Tool weggelassen habe in der Konfiguration. Das hier ist ein FAQ-Artikel. Auch die haben wir ja in unserer Wissensdatenbank. Die sind ein bisschen schlichter. Da habe ich immer einen Block für die Frage in Rot und einen grünen Block für die Antwort. Auch hier sind es einfach nur 2 Panel mit einem dünnen Rand ohne Schnickschnack. Auf den Seiten, wo wir die FAQs zusammenziehen, also quasi bei jeder Unterkategorie und auch bei jedem Tool, wie hier, gibt es eben eine Seite, wo alle FAQ-Seiten angezeigt werden. Ihr seht schon, das sind jetzt nur 8. Wir arbeiten tatsächlich nicht unglaublich viel mit den FAQs. Aber so sieht das eben aus, wie die zusammengezogen werden. Und vom Prinzip her ist hier eben jede Zeile ist eine FAQ-Seite. Und das Schöne ist, ich kann eben auf die jeweilige Seite oder auf das jeweilige Thema klicken, zu dem ich jetzt eben die FAQ lesen möchte, und dann wird es ausgeklappt. Auch das ist leider nicht Confluence Standard, sondern das Makro FAQ. Was den Vorteil hat, und das seht ihr hier oben rechts, dass es mir, ähnlich wie das Content by Label Makro, die FAQ-Seiten, die ich da haben möchte, automatisch zusammenzieht, wenn ich das richtige Label vergebe. Ich zeige euch nachher noch, dass das auch im Confluence Standard ähnlich möglich ist. Es sieht optisch genauso aus, ist aber mehr Arbeit, es zu konfigurieren, weil die einzige Möglichkeit, das im Confluence Standard zu machen, ist mit der Kombination aus einem Erweitern Makro, was einem ermöglicht, Text auszuklappen, und eben einem Seite einschließen Makro, wo ich dann die jeweilige FAQ-Seite reinpacke. Da muss ich dann aber eben tatsächlich für jede Zeile
diese Kombination einfügen, wohingegen ich bei dem FAQ-Makro eben mit den Labeln arbeiten kann und der zieht mir die automatisch alle zusammen, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Genau, auch hier habe ich nochmal so eine Page Research eingebaut, damit die eben in der Lage sind, die ganzen FAQ-Seiten, die darunter liegen, zu durchsuchen und überall pendeln. Das hier ist jetzt die Unterseite in meinem Seitenbaum, wo alle Seiten einer Themenkategorie zusammengezogen werden, in dem Fall Navigation und Suche Confluence. Die ist an sich überhaupt nicht spannend. Die verwende ich auch im Wesentlichen dafür, neue Seiten anzulegen. Ihr seht nämlich hier oben rechts in der Ecke diesen Create a New Knowledge Base Article Button. Und da liegt, das ist ein Makro, nämlich Create from Template. Und das ermöglicht mir, da ein Template, das ich für diesen Bereich erstellt habe, hinterzulegen. Und wenn ich dann auf den Button klicke, wird eben automatisch eine Seite gemäß dieser Vorlage erzeugt. Und zwar wie immer in Confluence unterhalb von der Seite, auf der ich mich gerade befinde. Deswegen liegt dieser Button auf der Seite der Themenkategorie, damit in meinem Seitenbaum die Seite eben entsprechend schön unter der Kategorie landet und ich auch den Seitenbaum weiterhin strukturiert habe. Denn man weiß ja nie, also es kann ja auch sein, dass die User sich tatsächlich gerne durch den Seitenbaum hangeln. Für mich macht das auch Sinn, wenn ich irgendwie Seiten überarbeiten möchte. Zum Beispiel, da arbeite ich auch viel mit dem Seitenbaum. Genau. So, und damit kommen wir auch zu den Vorlagen. Das hier sind alle Vorlagen, die in diesem Bereich liegen für die Knowledge Base Artikel. Das sieht jetzt erstmal unglaublich viel aus. Ist es auch. Ist auch am Anfang erstmal viel Aufwand, die ganzen Vorlagen anzulegen. Aber wenn man sie einmal hat, ersparen sie einem sehr viel Zeit und ermöglichen eben, dass die Knowledge Base Startseite sich halt komplett aufbaut, ohne dass ich da irgendwie manuell was machen muss. Ihr seht schon, dass ich hier für jeden Themenkomplex auf einer, also für jeden Themenkomplex eines Tools habe ich hier eine Vorlage. Und hier unterscheiden sich zum einen hier unten in den Stichwörtern. Da habe ich nämlich schon die ganzen Stichwörter, die ich für meine ganzen Content-by-Label-Makros brauche, habe ich hier schon eingetragen. In dem Fall zum Beispiel wieder Confluence, Suche, Tools, KBCaps, LKB, Navigation. Ich bräuchte die auch gar nicht alle für meine Makros, aber für die Suche sind sie ja trotzdem auch hilfreich beispielsweise. Und auch hier bei dem, nee, habe ich nicht detailliert, bei dem Inhalt nach Stichwort Makro, das ja die Links zu verwandten Seiten erzeugt. Auch da habe ich in der Vorlage schon die entsprechenden Label eingegeben, sodass ich mir dabei darum überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, wenn ich diese Seite erstelle. Dann kann ich einfach meine Inhalte eintragen und der Rest passiert halt von alleine. Also ich muss gar nicht jedes Mal drüber nachdenken, oh, welche Label muss ich jetzt nochmal vergeben? Wie muss ich jetzt das Makro nochmal konfigurieren, damit das mit den Und- und Oder-Verknüpfungen richtig ist? Da muss ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Und das Gleiche habe ich auch bei den FAQ-Artikeln. Hier gibt es halt eben einfach nur unten die Label, die sich da unterscheiden. Und ansonsten ist die Seite ja super simpel. Genau. Jetzt ist es ja so, ihr habt ja in meinem Seitenbaum gesehen, dass ich im Seitenbaum quasi die gleiche Struktur habe wie auf meiner Startseite der Knowledge Base. Das heißt, mein Seitenbaum besteht eben auch aus Tool, Themenkategorie, Knowledge Base Artikeln, genau wie meine Tool-Startseite aufgebaut ist. Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, warum macht sie sich so viel Aufwand mit den ganzen Labeln und den 10.000 Vorlagen? Warum benutzt sie nicht einfach ein Anzeige untergeordneter Seiten-Makro auf der Startseite ihrer Knowledge Base? Weil auch damit könnte ich ja tatsächlich sagen, zeige mir alle Seiten, die unter der Seite Navigation und Suche liegen. Das hätte erstmal den gleichen Effekt und das kann man auch durchaus so machen. Das müsst ihr sehr von eurem Anwendungsfall abhängig machen und von der Art der Inhalte, die ihr da habt. Ich habe mich in unserem Fall für diesen etwas komplizierteren Weg entschieden, weil ich eben durchaus Seiten habe, die in mehrere Themenkomplexe passen. Zum Beispiel hier oben links unter Account und Berechtigung seht ihr das dritte Thema Berechtigung Jira und Confluence. Das hat einfach total viel Sinn gemacht, die Berechtigung für Jira und Confluence auf einer Seite zu erklären, anstatt auf zwei getrennten Seiten. Aber natürlich möchte ich diese Seite sowohl im Tab Confluence als auch im Tab Jira anzeigen lassen.
Ähnlich ist es hier unten bei Bereiche, Seite und Blogs. Die unterste Seite, globale Vorlagen und Bereichsvorlagen für Seiten in Confluence. Da fand ich, diese Seite passt sowohl in die Kategorie Bereich Seiten und Blogs als auch in die Kategorie Vorlagen und Makros. Deswegen taucht sie da auch nochmal auf. Und das ist dann eben möglich dadurch, dass ich an beiden Seiten die entsprechenden, dass ich an der Seite die entsprechenden Label für beide Themenkomplexe vergeben habe. Oder dass ich oben zum Beispiel sowohl Jira als auch Confluence als Label dran gepackt habe. Wenn ihr solche Fälle überhaupt nicht habt, dann müsst ihr euch auch gar nicht so viel Arbeit machen. Ne? Dann könntet ihr auch einfach hier mit Anzeige untergeordneter Seiten arbeiten, also hier in diesen Boxen, anstatt da eben das Content by Label Makro zu nehmen zum Beispiel. Man könnte auch beispielsweise, wenn man die Seite eben nicht doppelt anlegen, aber auch nicht mit dem Content by Label Makro arbeiten möchte, dann könnte man natürlich auch die Seite, quasi eine zweite Seite anlegen, also eine für Berechtigung in Jira, eine für Berechtigung in Confluence und den Inhalt der einen Seite in der anderen einschließen. Das wäre auch eine Option. Bei dem Fall hier unten mit den globalen Vorlagen würde das schon wieder nicht mehr so gut funktionieren. Dann müsste ich der Seite zwei unterschiedliche Namen geben, weil ich ja nicht zwei Seiten mit dem gleichen Namen im selben Bereich haben kann. Das wäre dann auch irgendwie wieder seltsam. Ja. Und wie gesagt, so am Anfang war es tatsächlich eben einmal viel Aufwand natürlich, das alles mir zu überlegen, erstmal dahin zu kommen, dass das alles so funktioniert, wie ich das möchte und die ganzen Vorlagen anzulegen. Aber seitdem funktioniert das super. Ich gehe einfach auf die Unterkategorie, klicke auf den Button, erstelle meine Seite und bin halt super schnell. Und es funktioniert halt ganz gut. Ja. Genau, jetzt noch einmal zu der Übersicht der Makros und Apps, die ich verwendet habe. Auf der rechten Seite seht ihr die ganzen Makros nochmal aufgelistet und dahinter seht ihr immer, ob die im Standard verfügbar sind oder ob die aus einer App kommen. Die meisten sind tatsächlich, sind es die meisten? Ja, knapp im Standard. Dann habe ich einmal hier diese UI-Makros, UI-Tabs, Button und Image. Die kommen alle aus der App Refined Toolkit for Confluence. Das ist der Hersteller, der auch beispielsweise das Refined Theme für Confluence und Jira Service Management und sowas bereitstellt. In der Server-Variante war die App tatsächlich noch kostenlos. Wir sind jetzt tatsächlich vorgestern auf Data Center migriert und in Data Center ist die App nicht mehr kostenlos, aber auch nicht unglaublich teuer. Wir haben sie beispielsweise jetzt weiter lizenziert, weil ich das eben an vielen Stellen verwende. Dann haben wir noch hier unten rechts das FAQ-Makro, das die FAQs zusammenzieht und das Shared Block bzw. Include a Shared Block Makro. Die kommen beide aus einer App namens Include Content. Auch die ist kostenlos. Für die gibt es bisher aber auch nur eine Server-Variante. Das heißt, man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass wenn die irgendwann eine Data Center-Variante entwickeln oder eine Cloud-Variante, dass die dann nicht auch vielleicht kostenpflichtig wird. Ne? Das ist ja häufiger so. Aber aktuell gibt es nur die Server-Variante und die funktioniert auch in Data Center. Genau. Ja, dann noch die Frage, wie sähe das Ganze denn aus, wenn ich es mit Confluence Standardmitteln machen würde, wenn ich die Apps gar nicht nutzen würde. Hier nochmal die allererste Startseite und ihr seht schon, da ist kein Riesenunterschied. Der einzige Unterschied ist im Grunde das Bild, die Images in den einzelnen Boxen. Ne, die gehen jetzt nicht mehr ganz bis zum Rand und haben eben auch nicht diese Tagline mit dem Text. Da könnte man sich aber noch irgendeine andere Lösung für überlegen, wenn man das möchte. Im Zweifelsfall bastelt man halt den Text schon auf das Bild. Das wäre ja auch eine Option. Ansonsten funktioniert die Seite ganz genau so, wie ich sie vorhin auch gezeigt habe. Bei der Startseite der Tools Knowledge Base ist es natürlich, die sieht natürlich optisch schon sehr anders aus, weil ich dann die Tabs nicht zur Verfügung habe. Das war jetzt also einfach nur ein grober Schuss. Wie könnte man es denn anders machen, wenn ich die Inhalte jetzt nicht in Tabs nebeneinander, hintereinander, wie auch immer man das dann nennen möchte, legen kann, dann muss ich sie ja quasi auf der Seite irgendwie untereinander anordnen. Und dann wird die Seite natürlich sehr, sehr lang. Deswegen habe ich mir gedacht, ich füge mal wieder ein Panel ein und dann habe ich halt für jedes Tool statt einem Tab ein Panel gemacht und das unterschiedlich eingefärbt. Dann hat man eben untereinander diese riesigen Panel mit den einzelnen Boxen drin. Das wäre natürlich auch eine Option. Dann könnte man beispielsweise noch, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber es müsste eigentlich gehen, dann könnte man beispielsweise hier noch ein Navigationselement oben auf der Seite einbauen, dass man eben von Panel zu Panel springen kann. Das wird nicht mit dem Inhaltsmakro funktionieren, weil ich den Titel von einem Panel nicht als Überschrift formatieren kann. Aber es gibt ja beispielsweise auch ein Makro
so ein Anker-Makro. Da kann ich quasi irgendwo auf der Seite kann ich Anker hinterlegen und benennen. Und die kann ich dann in einer Navigation wieder verwenden, um ja quasi Links zu erstellen, mit denen ich dann zu dem jeweiligen Anker springen kann. Also auch da könnte man sich beispielsweise für so einen Aufbau ein Navigationselement auf der Seite erzeugen. Ja, und dann eben noch das Thema mit den FAQs. Ich hatte es schon angedeutet, sieht erstmal genauso aus. Es sind jetzt einfach nur wenige Artikel, weil ich es einmal neu manuell aufbauen musste. Aber es ist eben einfach deutlich mehr Aufwand, das zu erzeugen, ne? Weil ich hier quasi jede Seite ist jetzt nicht mehr in dem Sinne also jeder Titel hier ist jetzt ein Erweitern-Makro, wo ich eben den Titel der Seite, also beispielsweise fehlende Berechtigungen, manuell reinschreiben muss. Und in dem Kasten, der sich bei dem Erweitern-Makro bildet, habe ich dann eben ein Seite einschließen-Makro eingefügt und dann die jeweilige FAQ-Seite eingeschlossen. Sieht genauso aus, ist aber natürlich wirklich viel mehr Aufwand. Da müsste man sich dann überlegen, ob es das wert ist oder ob man sich da irgendeine andere Lösung überlegt. Ja, genau. Damit wäre ich auch durch. Danke für eure Aufmerksamkeit.